Schon der Anflug auf Longyearbyen über die besonderen Gebirge der Inselgruppe Svalbard ist ein ganz besonderes Erlebnis. Longyearbyen ist die Hauptstadt Svalbards und Spitzbergens mit etwa 2500 Einwohnern. Als Svalbard bezeichnet man den gesamten Archipel mit allen Inseln, während Spitzbergen deren Hauptinsel ist. Der Eindruck ist zunächst zwiespältig. Sehr schön ist etwa die Kirche als Begegnungsort, während ansonsten vieles etwas ungepflegt und improvisiert wirkt. So etwa die auf den Wiesen in großer Zahl abgestellten Snowmobile, die von harten Wintern künden, oder die verfallenen Reste der Bergbahn, die die Kohle von den Bergwerken zum Hafen transportierten. Sie dürfen weder abgerissen noch renoviert werden, da sie als Kulturgut gelten. Longyearbyen wurde 1906 vom US-Amerikaner John Longyear als Bergbauort gegründet. Er erkannte schon damals auf einer touristischen Reise in der hohen Qualität der dortigen Steinkohle ein einzigartiges Geschäftsmodell. Daher diente der Ort anfangs fast ausschließlich dem Kohleabbau und war stark vom Bergwerksbetrieb geprägt. Heute sind alle Bergwerke Svalbards geschlossen, das letzte war bis Juli 2025 in Betrieb. Allerdings kann man in Grüve 3 die Arbeitsbedingungen der Bergleute im Stollen mit originaler Ausrüstung kennenlernen. Als Fazit würde ich sagen, kein Job für mich. Schon einige Minuten in den engen Stollen in der Dunkelheit sind zu viel. In der Nähe der Grube befindet sich auch der Svalbard Global Seed Vault, ein weltweites Sicherheitslager für Pflanzensamen, um die genetische Vielfalt der Nutzpflanzen für kommende Generationen zu bewahren. Ein kleiner Friedhof erinnert an die in Longyearbyen verunglückten Bergleute. Interessant ist, dass 7 der Beerdigten der spanischen Grippe zum Opfer fielen. Da die Leichen im Permafrost nur sehr langsam verwesten, dienten sie noch in den 1970er Jahren zur vollständigen Entschlüsselung des Virus. An der Svalbard-Universität werden hauptsächlich die Geologie oder Meteorologie der Arktis erforscht. Hier beginnen wir unsere Wanderung in das Adventdalen und zur Eiskappe Foxfonna am Ende der Straße in das Tal. Wenn man keine Schusswaffe dabei hat, geht das aufgrund der Eisbärengefahr per Gesetz leider nur mit Guide. Im Adventdalen nisten an der mit 15 Kilometer längsten Straße auf Svalbard Küstenseeschwalben, die an der Straße brüten und ungebetene Besucher attackieren. Daneben die obligatorischen Kurzschnabelgänse, die Longyearbyen bevölkern. Mit unserer Guide wandern wir bei bestem Arktiswetter um die 20 Grad von dem Nordlichtobservatorium nach kurzem steilen Anstieg geradewegs auf die Foxfonna zu. Wir gehen kurz über das Eis und machen Rast mit Blick auf den eindrucksvollen Foxfonna Break.
Blick auf das Adventdalen verabschieden wir uns von der Foxfonna und gehen durch Longyearbyen zu unserem nächsten Ziel, dem 513 Meter hohen Hausberg Sarkophag. Die Wasserleitungen liegen auf Svalbard übrigens oberirdisch, weil der Boden dort durch den Permafrost dauerhaft gefroren ist. So, jetzt sind wir gleich auf dem Sarkophag. Sensationelle 415 Meter hoch. Und zum Teil ganz, ganz schrecklich und abschüssig. Aber sehr schön hier oben. Auf gleichem Weg geht es zurück nach Longyearbyen, wo das Bier auf der Terrasse des Gasthaus Krua besonders gut schmeckt. Ein Besuch im Restaurant Hüset, ehemals Treffpunkt der Bergarbeiter, heute das wohl nördlichste Feinschmecker-Restaurant der Welt. Der spanische Koch Alberto Avilés kocht hier ein 14-gängiges Menü als Kombination von arktischer und spanischer Küche. Ein wirkliches Erlebnis. Rentier, Robbe, arktische Vögel und verschiedene Fischsorten standen auf dem Menü. So verlassen wir Longyearbyen, das wir mittlerweile richtig lieb gewonnen haben, und begeben uns auf unsere Umrundung Spitzbergens. Die Ortelius wartet bereits im Hafen von Longyearbyen und wir genießen die Abendstimmung bei der Ausfahrt aus dem Isfjord.
Auf geht's zu den ersten Exkursionen im Zodiac. Am Vormittag steht der Gletscher des 14. Juli auf dem Programm, der nach dem französischen Nationalfeiertag Sturm auf die Bastille benannt wurde. Die Gletscher und Berge in der Arktis haben oft eigenartige Namen. Auf dem Weg zum Gletscher beobachten wir einige Dreizehenmöwen, Trottellummen und Papageientaucher. Am Nachmittag besuchen wir Ny-Ålesund, eine kleine Forschungsstation. Sie gilt als die nördlichste dauerhaft bewohnte Siedlung der Welt. Bekannt wurde Ny-Ålesund durch den Nordpolflug von Roald Amundsen mit dem Luftschiff Norge. Zusammen mit Umberto Nobile und Lincoln Ellsworth überflog er als erster den geografischen Nordpol. Der Startmast des Luftschiffes ist heute noch zu besichtigen. Ein Polarfuchs und 3 Rentiere statten Ny-Ålesund noch einen Besuch ab. Und dann geht es schon weiter nach Norden. Ganz im Norden der Hauptinsel Spitzbergen unternehmen wir eine Wanderung zu einem schönen Aussichtspunkt am Liftefjord in der Nähe der sogenannten Texas Bar. Die Namen sind hier wirklich interessant, da sie oft willkürlich vergeben werden, wie hier der Name Texas Bar für die 1927 gebaute Trapperhütte. Trapper waren Fallensteller, die insbesondere auf die wertvollen Felle von Eisbären und Eisfüchsen aus waren. Die Tiere wurden in Fallen gefangen, um die Felle nicht zu beschädigen. Die Trapper-Ära dauerte vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.
Danach ein erfrischendes Bad im Eismeer, der sogenannte Polar Plunge. Am Nachmittag geht es mit dem Zodiac zur Kante des Monaco-Breen, einem riesigen Gletscher, benannt nach Fürst Albert I. von Monaco, einem leidenschaftlichen Polarforscher. Am späteren Abend zeigt sich dann noch ein Zwergwal und wir sehen unseren ersten Eisbären. Da die Sonne auf Svalbard erst wieder Ende August untergeht, bleibt die ganze Nacht zur Beobachtung der spektakulären arktischen Natur. Weiter geht es Richtung Nordpol zur Packeisgrenze. Wir erreichen dabei den nördlichsten Punkt unserer Reise bei 81 Grad nördlicher Breite. Ich habe mich schon vor unserer Reise gefragt, warum der vermeintlich schwerer zu bewältigende Südpol vor dem Nordpol erreicht wurde. Tatsächlich wurde der Nordpol zu Fuß erstmals 1968 durch Ralph Blaisdell erreicht. Der Grund ist das Meereis, das den Pol bedeckt. Es ist ständig in Bewegung, sodass man den Pol ohne größere Anstrengungen verfehlt. Die ersten Expeditionen von Peary und Cook haben ihn daher auch sicher verfehlt, sodass Amundsen mit seinem Überflug der erste war und damit beide Pole als erster erreicht hat. Über Nacht sind wir von der Packeisgrenze nach Svalbard zurückgefahren und besuchen nach dem Frühstück den Alkefjellet, den Felsen der Dickschnabellummen, eine unvergessliche Erfahrung. Das Wetter und die Eislage passen, was eine Grundvoraussetzung für den Besuch der Kolonie ist. Auch ohne Vögel wären die bis zu 100 Meter hohen Basaltklippen sehenswert.
Doch mit den etwa 60.000 Brutpaaren werden die Cliffs zur Sensation. Nachmittag erkunden wir das Torellneset. Das Torellneset bietet eine einzigartige arktische Wüstenlandschaft. Ein ganz besonderes Erlebnis ist die Walrosskolonie, die sich an Land ausruht. Einige begrüßen uns bereits nach der Anlandung mit den Zodiacs im Wasser. Walrosse ernähren sich hauptsächlich von erstaunlichen 3000 bis 6000 Muscheln pro Tag. Mit den Stoßzähnen ziehen sie sich an Eisschollen hoch, verteidigen sich oder kämpfen um die Rangordnung.
Walknochen erinnern an die Vergangenheit des Walfangs auf Svalbard. Der Walfang spielte hier vom 17. bis zum 19. Jahrhundert eine große Rolle. Heute ist der kommerzielle Walfang verboten und die Tiere stehen unter strengem Naturschutz. Nach dem Abendessen fahren wir noch zur größten Eisfront der nördlichen Hemisphäre am Broswellbreen an der Insel Nordaustland. Die Eiskante von Broswellbreen und Austfonna ist über 180 Kilometer lang. Und als Krönung sichten wir noch unseren zweiten Eisbären. Die Hinlopenstraße trennt die Hauptinsel Spitzbergen von der großen, zu 58% von der Eiskappe Austfonna bedeckten nordöstlichen Insel Nordaustlandet. Bereits am Vortag haben wir die Durchfahrt begonnen und heute weiter fortgesetzt zu der kleinen länglichen Insel Langøya. Dabei konnten wir 3 teils nicht leicht zu entdeckende Eisbären beim Sonnen beobachten. Am Nachmittag geht es dann weiter durch den relativ engen und landschaftlich beeindruckenden Fehmarnsund zwischen den Inseln Barentsøya und Edgeøya nach Sund-Neset. Eigentlich sollten heute wieder 2 Wanderungen auf dem Programm stehen. Das Wetter passte auch dafür, aber die Anwesenheit von Eisbären machte die Anlandungen wegen der damit verbundenen Gefahren unmöglich. Stattdessen wurden wir bei der Fahrt um Sund-Neset auf der Insel Barentsøya durch einen ufernahen Eisbären und einen Polarfuchs mehr als belohnt. Eisbären können ihre Beute bis zu 1,5 Kilometer weit riechen.
Auch auf Edgöya verhinderten die Eisbären den Landgang an der sogenannten Diskobükta, wieder so ein eigenartiger Name. Den Canyon mit den 3 Zehennmöwen konnten wir daher leider nicht besuchen und nur aus der Ferne beobachten. Der Hornsund ist ein Fjord, der die unterschiedlichen Landschaften Spitzbergens vereint: Berge, Gletscher und Fjorde. Er ist 30 Kilometer lang und am Eingang 10 Kilometer breit. Mit den Zodiacs besuchen wir am Morgen den Päijä-Breen-Gletscher in der Bürgerbükta mit Wasserfällen, deren Erosion durch den Eisengehalt des Wassers die Felsen rot gefärbt hat. Nachmittag erreichen wir den Hornbreen am Ende des Hornsund. Der Nebel lichtet sich und taucht den Gletscher in der Mitternachtssonne in ein einzigartiges Licht.
An unserem letzten Tag besuchen wir die Kohlesbygda am Eingang des Isfjord, ein verlassenes sowjetisches Kohlefeld mit der verfallenen Transportstation am Hafen. Russland hat hier kürzlich wieder mit Forschungen begonnen, was immer deren Inhalt ist. Wir unternehmen eine Wanderung zum Kohlesdalen mit steilem Auf- und Abstieg. Hier begegnen wir einer Gruppe von Rentieren. Überall finden sich die Überreste der natürlich verendeten oder gerissenen Rentiere. Eines wurde wohl Opfer eines Eisbären und die Möwen freuen sich schon auf das Resteessen. Zum Abschluss geht es in die Ymer-Bygda, in der wir eine individuelle Wanderung zum Ymer-Brehm und zu einem Aussichtspunkt hoch über der Ymer-Bygda unternehmen. Grandiose Landschaft mit den typischen spitzen Bergen, die die Landschaft im Westen der Hauptinsel Svalbards prägen. Nach der Umrundung Spitzbergens und Besuch von Nordaustlandet, Barentsøya und Edgeøya verlassen wir Svalbard und es wartet bereits das nächste Abenteuer auf uns. Die Expedition entlang der Ostküste vom Packeis im Norden bis zur Südspitze Grönlands.